diesem kleinen Review möchte ich das Galaxy A5 2016 vorstellen. Gerade jetzt, nach dem Verkaufsstart des Galaxy A5 2017, ist es doch eine begründete Überlegung, vielleicht doch zum jetzt sehr günstigen Vorgängermodell zu greifen. Es ist allemal noch ein ernstzunehmendes Gerät mit soliden Werten. Ich, der das Gerät jetzt schon ein Jahr besitze, habe überwiegend positive Aspekte zu nennen. Aber für einen genaueren Blick auf das Gerät nach der Einleitung mehr. Meine Suche nach einem bezahlbaren Gerät, welches eine solide Hardwareleistung verbunden mit einem ansprechenden Design vereint, gestaltete sich als eine Herausforderung, mit der ich im Vorfeld nicht gerechnet hätte. Jedoch fiel meine Wahl letzten Endes auf das Galaxy A5 2016, da ich vor allem von dem Preis sehr angetan war. Wie bei Samsung bekannt, fällt der Preis der Geräte recht schnell, sodass ich das Gerät im Juli 2016, knapp 7 Monate nach Release, für einen Spitzenpreis von 290 € bei Amazon bestellte. Geliefert wird das Gerät in einer schlichten weißen Verpackung. Den vorderen Deckel ziert der Schriftzug Galaxy A5 2016 und die dazugehörige Firma Samsung. Wie sich vielleicht jeder denken kann, der auch nur ein bisschen Ahnung von Technik hat. Auf Neben- und Rückseite stehen aufgelistet die wichtigsten Spezifikationen des Smartphones. Nach dem Öffnen der Packung wird einem direkt das Smartphone präsentiert. Wenn man dieses jetzt zur Seite legt, wird der Blick auf das mitgelieferte Zubehör frei. Das sind in diesem Fall eine Kurzanleitung, die die wenigsten lesen dürften, ein Quick Charge Adapter, das dazugehörige Ladekabel und wie immer die Samsung-Kopfhörer, die ich persönlich als sehr angenehm im Ohr empfinde. Hier gibt es aber, wie bei fast allen Dingen, Meinungsverschiedenheiten, was den Tragekomfort betrifft. Zudem wird ein Spezialwerkzeug mitgeliefert, da sich der Slot für die SD- und SIM-Karte nicht mehr wie früher im Gehäuse befindet. Galaxy A5 hat eine Displaygröße von 5,2 Zoll, ein Gewicht von 155 Gramm, wodurch sich das Gerät zweifelsohne wertig anfühlt, und eine Displayauflösung von 1920 zu 1080 Pixeln. Das ist völlig ausreichend für ein Mittelklasse-Smartphone, wodurch die Zahl von 420 ppi überschritten wird. Zudem sind einzelne Pixel nicht mehr erkennbar. Was das Display aber erst richtig ausmacht, ist die Tatsache, dass Samsung ihr viel gelobtes AMOLED-Display verbaut. Die einen hassen, die anderen lieben es. Was man aber zweifelsohne sagen kann, ist, dass der Kontrast fabelhaft ist. Farben sind knallig, wobei auch nicht immer ganz naturgetreu. Hier hat der Benutzer aber die Möglichkeit, die Farben individuell anzupassen. Der Schwarzwert ist überragend, jedoch zeigen sich Schwächen bei der Darstellung eines natürlichen Weißwertes. Das Gehäuse kommt in einer edlen Optik mit Glasrückseite. Samsung verbaut hier alle wichtigen Komponenten, die ein Normal-User benötigt. Neben einem 3,5 mm Klinkenanschluss befindet sich der Micro-USB-Anschluss und der Lautsprecher, der bei allem guten Willen nicht wirklich überzeugend klingt. Auf der linken Seite des Gerätes befinden sich die Lautstärkerippe. Auf der Oberseite wird auf den Infrarotsensor verzichtet, welcher in vielen anderen Geräten von Samsung verbaut ist. Schade. Auf der rechten Seite befindet sich der Power-Button, unter dem direkt der Schacht für die SIM und SD-Karte liegt. Dieser ist mit einem mitgelieferten Spezialwerkzeug zu öffnen. Nach dem Skandal um das Galaxy S6 und den nicht vorhandenen SD-Kartenschacht hat Samsung alles richtig gemacht. Nun kann der interne Speicher, der mit 16 GB für mich persönlich immer noch sehr knapp bemessen ist, bis auf zu 128 GB erweitert werden. Auf der Rückseite befindet sich die 13 Megapixel Kamera und der dazugehörige Fotoblitz. Über dem Samsung-Schriftzug auf der Vorderseite befindet sich die 5 Megapixel Frontkamera. Auf die Kameras komme ich aber gleich noch einmal gesondert zu sprechen. Erfreut war ich zudem, dass bei diesem Mittelklasse-Smartphone ein Fingerprint-Sensor verbaut wurde. Man hat die Möglichkeit, bis zu 3 Finger einzuscannen, braucht allerdings ein alternatives Sicherheitspasswort oder Muster. Natürlich liegt der Entsperrvorgang nicht in Sphären eines High-End-Smartphones von Samsung, funktioniert aber solide und stabil. Der Akku hat eine Kapazität von 2900 mAh und ist fest verbaut. Dank des mitgelieferten Schnellladeadapters ist der Akku aber überraschend schnell wieder voll. Bei normaler Nutzung hält der Akku um die 10 Stunden durch. Bei intensiver Nutzung des Gerätes verringert sich die Akkuleistung aber erheblich. Zudem sind mit dem Gerät leider keine Unterwasseraufnahmen möglich, da das Gerät weder IP67 noch IP68 verifiziert ist. Das Herzstück jedes Gerätes ist aber natürlich das System, also die Hardware. Bei meinen früheren Erfahrungen mit Samsung-Geräten habe ich leider feststellen müssen, dass die Hardware leider nicht sehr gut mit der Bedieneroberfläche der TouchWiz UI in diesem Fall zusammenarbeitet. Hier hat Samsung jedoch nachgebessert
und der Exynos 7580 versorgt das Gerät mit ausreichend Leistung für den alltäglichen Gebrauch. Hier liegt aber auch die Schwachstelle des Gerätes. Für aufwendigere grafische Anwendungen ist das Gerät schlicht und ergreifend nicht ausgelegt und stößt dann an seine Grenzen. Jedoch arbeitet das Gerät mit satten 8x16 Kernen, die bis zu 1,6 GHz takten, wodurch eine angenehme Nutzung gegeben ist, ohne nervige Ruckler oder heftige Verzögerungen. Zudem unterstützen 2 GB RAM die Leistung des Gerätes. NFC, Bluetooth 4.1, LTE und viele wichtige Standards sind natürlich ebenfalls on board. Das Gerät wird standardmäßig mit Android 5.1.1 ausgeliefert, bekam allerdings fix ein Update auf Android 6. Ich vermisse allerdings ein Update auf Android 7, da Nutzer so auf viele nützliche Funktionen dieses Betriebssystems verzichten müssen. Früher waren Samsung-Smartphones mit unnützen, vorinstallierten Apps zugemüllt. Das gehört der Vergangenheit an. Lediglich Microsoft-Apps sind vorinstalliert, die aber bei vielen Präsentationen oder Bilddarstellungen nützlich sind. Schade ist allerdings aber immer noch die Tatsache, dass die Apps nicht deinstalliert werden können. Dort ist Apple Samsung einen Schritt voraus. Heute liegt ein entscheidender Punkt bei einem Smartphone-Kauf nicht nur auf dem Aussehen und der Hardwareleistung, nein, die Kamera eines Smartphones wird immer wichtiger. Das weiß auch Samsung und hat sich zum Ziel gesetzt, eine starke Kamera-Performance aus dem Gerät zu holen, was ihnen auch alles in allem gelungen ist. Neben der Hauptkamera, die mit 13 Megapixeln auflöst und einer Fotoblende von 1,9 hat, und der Frontkamera, die mit 5 Megapixeln auflöst und ebenfalls eine Fotoblende von 1,9 besitzt, verfügt die Kamera über einen Bildstabilisator. Ein Negativpunkt ist jedoch die Tatsache, dass Videoaufnahmen maximal in einer Auflösung von 1920 zu 1080 Pixeln möglich sind. Gerade jetzt, wo 4K-Videoaufnahmen zunehmend ein Standard werden, könnte man diese Funktion schon erwarten. Per Doppelklick auf den Home-Button kann die Kamera schnell geöffnet werden. Für ein Smartphone dieser Preisklasse sind die Aufnahmen sehr ordentlich. Bei schlechten Lichtverhältnissen werden dem Gerät aber doch seine Grenzen aufgezeigt. Abschließend kann ich sagen, dass man für sein Geld ein grundsolides Smartphone bekommt. Für alle, die sich beim Kauf zwischen dem Galaxy S6 und dem A5 unsicher sind, kann ich letzteres empfehlen. Der erweiterbare Speicher sowie die größere Akkukapazität bringen im Alltag essentielle Vorteile gegenüber dem Galaxy S6. Die besseren Werte des S6 auf dem Papier sind nicht zu merken. Zudem ist das vorgestellte Smartphone neuer, wodurch eine längere Update-Unterstützung auf der Hand liegt. Für alle, die eine Alternative suchen, kann ich das OnePlus X empfehlen. Dieses beschicht auch mit einem absolut edlen Design und stabilen Werten. Oder wer halt zur teureren Variante greifen will, das A5 2017. Für den guten Überblick über das Gerät habe ich zum Schluss die Punkte aufgelistet, die für und gegen den Kauf des Smartphones sprechen, also die Pro- und Kontrapunkte. Letztendlich muss aber natürlich jeder für sich selbst entscheiden, ob sich ein Smartphone-Kauf lohnt. Das Gerät besticht durch ein hochwertiges Design, einem starken Display, einer ordentlichen Performance für alltägliche Dinge, einer guten Kamera und letzten Endes eine starke Akkulaufzeit, wodurch die ganzen Pro-Punkte erst entstehen. Zu bemängeln habe ich allerdings, dass keine Benachrichtigungs-LED verbaut ist. Ein weiteres Ärgernis stellt das fehlende Update auf Android 7 dar. Ebenso vermisse ich die 4K-Aufnahmefunktion. Danke fürs Zuschauen. Ich würde mich über ein Feedback in den Kommentaren freuen. Den Testbericht werde ich in der Infobox verlinken. Wer so Lust hat, kann das gerne mal auschecken. Ciao, macht's gut!